Grüß euch, liebe Zuseher. Nochmal herzlichst willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Die Sonne geht auf, ich muss immer aufpassen, dass ich mit meinem Körper diese Strahlen abblocke, denn das ist doch recht störend. Ja, ist zwar wieder meiner Natur, denn Sie werden schon bemerkt haben, dass ich mich sehr gerne bewege. Ich rede mit Händen und Füßen, wurde mir schon oft gesagt, aber das bin nun mal ich. Heute geht es um eine Thematik, die ziemlich heikel ist. Eine Thematik, die dafür sorgen kann, dass Ihr ehemals harmonisches Zusammenleben mit dem Hund, Ihr harmonischer Alltag zu einem Horror werden kann. Ja, es geht ums Wecken von Schutztrieb, also fehlender Schutztrieb, Schutztrieb antrainieren. Ist das zu empfehlen oder nicht? Ich möchte gleich vorneweg betonen, dass dieses Video völlig auf meine persönlichen Erlebnisse basiert. Jeder Mensch hat andere Erlebnisse, es gibt sehr viele Menschen, die anderer Meinung sind. Es ist bei jedem Thema so. Das ist meine Meinung, das sind meine persönlichen Erlebnisse. Ich möchte hier vielleicht den einen oder anderen Rat oder Tipp zu diesem Thema abgeben. 99% meiner Zuseher, das weiß ich habe schon sehr viele E-Mails von Ihnen bekommen, begrüßen es, einen Hund mit natürlich ausgeprägtem Schutztrieb zu besitzen. Ich weiß auch, dass sehr viele meiner Besitzer einen Hund besitzen, der keinen Schutztrieb vorweist oder für deren Geschmacken zu wenig Schutztrieb vorweist. Wurde schon das eine oder andere Mal gefragt, ob ich hier einen Tipp abgeben könnte, wie man das etwas forcieren kann. Liebe Zuseher, wir alle wissen, dass unsere Hunde perfekte Leser sind. Körpersprache, Hunde reagieren auf Akustik, Hunde können Situationen förmlich riechen, wittern, die riechen Spannungen in der Luft. Einer der Gründe, weshalb ich so oft Loblieder über Hunde mit natürlich ausgeprägtem Wach- und Schutztrieb singe, ist der, dass das eine Eigenschaft ist, die bei Hunden, wenn sie in natürlichem Ausmaß vorhanden ist, in Fleisch und Blut übergeht. Die das in ihre Natur, in ihr Naturell aufnehmen und sehr gut im Alltag, ohne irgendwie auffällig zu werden, damit klarkommen, auch sie. Bei Hunden, denen der Schutztrieb fehlt, denen der Schutztrieb antrainiert wird, ist das oft in 99% der Fällen genau das Gegenteil. Die werden dann teilweise zum Horror. Es gibt ja viele Hunderassen oder Kategorien, die, wenn sie dem Rassestandard entsprechen, einen guten, natürlichen Schutztrieb vorweisen. Das sind zum Beispiel die Kategorie der Molosser, die Kategorie der Gebrauchshunderassen, generell Schäferhunde, Sie wissen schon, viele Terrierrassen. Und es gibt Hunderassen, denen man nachsagt, dass sie eher wenig bis gar keinen Schutztrieb vorweisen. Das sind oft Schlittenhunde, das sind Windhunde, das sind viele Vorstehhunde, Laufhunde, aber auch die Bullterrier sind das. Ja. Hier einen Hund zu besitzen, dem der Schutztrieb fehlt und dem den Schutztrieb mit verschiedensten Tricks anzutrainieren, ist oftmals ein Schuss, der nach hinten losgeht. Wie erkenne ich, ob mein Hund einen ausgeprägten natürlichen Schutztrieb hat? Ja, da gibt es mehrere Situationen, wo Sie das erkennen können. Ich gebe Ihnen mal zwei Beispiele. Jeder von Ihnen wird mal im Laufe seines Lebens einen alten Bekannten wieder getroffen haben, den er schon Jahre nicht mehr gesehen hat. Ja, die Begrüßung ist meistens dann herzlich, überschwänglich. Ist es nicht erst einmal geschehen, dass ein Hundebesitzer mit Hund, der natürlichen Schutztrieb hat, in so einer Situation etwas, möchte ich sagen, von seinem Hund überrumpelt wurde? Denn diese stürmische, plötzliche, überschwängliche Begrüßung kann der Hund dann falsch deuten. Der deutet die als Angriff und hier kam es schon vor, dass dieser Begrüßer gebissen wurde oder attackiert, bedroht wurde. Der Hund hatte natürlichen Schutztrieb, der mit der Situation nicht klar kam, denn ein plötzlich auf sie hereinstürmender Fremder, den der Hund nicht kennt, auch wenn er sie begrüßen möchte, ist eine Überforderung für den Hund mit natürlich ausgeprägtem Schutztrieb. Hier kann es dann schnell zu Unfall kommen. Eine andere Art, um zu erkennen, ob Ihr Hund natürlichen Schutztrieb innehat, ist, wenn Sie zum Beispiel mit dem Hund in der Dämmerung und in der Nacht unterwegs sind, Ihnen kommt
eine einzelne oder zwei Personen oder mehrere Personen in einer dunklen Gasse entgegen, zum Beispiel, ja, wo sonst überhaupt nichts los ist, wo der Hund nicht abgelenkt wird von Autos, von öffentlichen Verkehrsmitteln oder sonstiges. Denn in diesem Fall würde der Hund auch mit stark natürlich ausgeprägtem Schutztrieb auf diese entgegenkommende Gruppe oder diese Leute höchstwahrscheinlich weniger reagieren. Doch sie befinden sich jetzt in einer dunklen Gasse, ihnen kommt ein Mensch entgegen, der ihnen gar nichts Böses möchte. Und sie bemerken, dass ihr Hund eine dominante Körperhaltung einnimmt, vielleicht sogar leicht zu knurren beginnt. Ja, das ist ein klares Anzeichen für natürlichen Schutztrieb. Wie weit der dann ausgeprägt ist, im Fall der Fälle, ist wieder eine andere Sache. Aber das ist schon mal ein Anzeichen, dass der Hund über natürlichen Schutztrieb verfügt. Sie erkennen, ob Ihr Hund Schutztrieb hat oder nicht. Ja, Blödsinn. Wie können Sie erkennen, wenn Ihr Hund absolut keinen Schutztrieb hat? Nun, nehmen wir gleich mal diese beiden Beispiele her. Das erste Beispiel mit der Person, die Sie überschwänglich begrüßt, nach langjähriger Abstinenz von Ihrer Person, und Ihr Hund reagiert überhaupt nicht drauf. Vielleicht sogar ängstlich. Aufgrund dieser überschwänglichen Begrüßung weicht er einige Schritte zurück oder möchte gar flüchten. Oder aber er reagiert völlig neutral, es ist ihm völlig egal. Ja. Hier ist es leicht möglich, dass Ihr Hund über keinen Schutztrieb verfügt. Selbe Beispiel in der Nacht jetzt. Ihnen kommen Leute entgegen, Ihr Hund verändert sich körperlich absolut nicht. Denen ist das egal, wer da kommt. Wird sogar vielleicht ängstlich, ja, oder zeigt Fluchtbereitschaft. Oder ist, wie gesagt, körperlich völlig neutral, verändert sich nicht, bewegt sich überhaupt nicht in eine Art dominante Körperhaltung. Auch dann ist es meiner Meinung nach ein Anzeichen, dass der Hund über wenig bis oder gar keinen, bis nur wenig ausgeprägten Schutztrieb verfügt. So wie ist es nun. Viele von Ihnen, inklusive mir, bevorzugen einen Hund mit natürlich ausgeprägtem Schutztrieb, weil es niemals ein Nachteil ist. Selbst wenn der Hund nur 2-3 Kilo schwer ist, es ist ein Hund, der versuchen wird, Sie zu beschützen. Und ein Hund, der Sie versucht zu beschützen, in gewissen Situationen, egal ob er körperlich dazu fähig ist, ja, ist immer besser als kein Hund, der versucht, Sie zu beschützen. Ist ganz klar. Auch ich mag das. Deshalb bevorzuge ich zumeist Hunderassen, die über ausgeprägten natürlichen Schutztrieb verfügen. Dieser natürlich vorkommende Schutztrieb fügt sich, wie ich schon vorher gesagt habe, nahtlos in den Charakter des Hundes ein. Und der Hund kann jederzeit normalerweise unterscheiden, ob ihr Gegenüber eine Gefahr darstellt oder nicht. Anders sieht das aus bei Hunderassen, die über keinen Schutztrieb verfügen, denen ich diesen Schutztrieb antrainiere. Passen Sie auf. Ich sage Ihnen was. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Der American Staffordshire Terrier, für mich einer der besten, wenn nicht der beste. Ich möchte über diese fantastische Hunderasse demnächst ein Video bringen und ich hoffe, Sie sehen sich das an, auch wenn Sie in einer Region leben, wo dieser Hund nur sehr schwer zu erwerben ist, aufgrund verschiedenster Auflagen. Die Rassehundeliste wird langsam und immer öfter in diversen Ländern, wo sie noch existiert, fallen gelassen. Aus bestimmten Gründen, zu Recht meiner Meinung nach. Vielleicht ist es ja so, dass auch in Ihrer Gegend irgendwann mal der Erwerb eines American Staffordshire Terriers oder die Haltung dieses traumhaften, wahnsinnig tollen Hundes einmal erleichtert wird. Ja, also sehen Sie sich dieses Video an. Ich sage Ihnen was, eine der fantastischsten Hunderassen auf der ganzen Welt. Und für mich könnte er der beste Hund der Welt sein. Ja, zurück. Ich kannte einen Herrn, der besuchte unseren Abrichteplatz mit einem wunderschönen American Staffordshire Terrier Rüden. Bull Terrier generell, American Staffordshire Terrier ist ein Bull Terrier, wie Sie wissen, sind Hunde mit nur sehr gering ausgeprägten Schutztrieb. Viele von den Bull Terriern haben überhaupt keinen Schutztrieb vorzuweisen und begrüßen jeden Einbrecher oder stehen bei einer Attacke teilnahmslos daneben, sind nur aufgeregt, weil hier viel Adrenalin ins Spiel ist. Ich habe solche Situationen erlebt, glauben Sie mir das. Ich weiß das. Ich habe mit recht vielen American Pitbull Terriern und mit recht vielen American Staffordshire Terriern an der Schutzarbeit gearbeitet. Wobei die Schutzarbeit selbst, dazu komme ich dann später nochmal, mit dem Schutztrieb, mit dem echten Schutztrieb nichts zu tun hat. Dennoch war dieser Sportschutz, der recht schnell bei Hunden geweckt ist, die
Affinität für diese Unternehmung. Auch beim Pit und beim Amstaff, das ja richtige Packerrassen sind, die es normalerweise lieben, irgendwo drauf zu beißen, etwas zu packen, daran zu zehren, daran zu arbeiten, war das immer extrem schwierig mit diesen Hunden, weil am anderen Ende dieses Ziels, das es zu packen galt, ein Mensch stand. Ich weiß noch, wir arbeiteten mit diesem Herrn und seinem American Staffordshire Terrier an der Schutzarbeit, der diese hartnäckig verweigerte. Ja, egal wie spielerisch wir das veranstalteten, der wollte einfach nicht am Schutzarm oder an die Beißwurst dran, wenn am anderen Ende der Mensch stand. Befestigte man ihm dieses Ziel an einem fixen Gegenstand, an einem Baum oder an einer Wand, war der sofort drauf, wie ein Krokodil. War am anderen Ende dieses Ziels allerdings ein Mensch, in diesem Fall ich als Figurant, als Trainer, verweigerte er das. Ja, ich sagte zu mir zu, das hat keinen Sinn. Ja. Also belass es bei der Unterordnung, bei der Fährtenarbeit, aber wir quälen ihn. Wenn er nicht möchte, wenn es ihm unangenehm ist, irgendwo drauf zu greifen, wo am anderen Ende ein Mensch ist, dann lassen wir es. Ja. Experimentieren wir hier nicht zu viel herum. Er meinte damals, er besteht darauf, einen gewissen Schutztrieb bei diesem Hund zu fördern, wobei ich ihm immer wieder sagte, hör zu, die Schutzarbeit, die wir hier am Platz machen, hat nichts mit Mannschärfe draußen im realen Leben zu tun. Wenn dein Hund bei uns, also wenn wir es fertig bringen würden, deinen Hund zu einem guten Schutzhund bei uns am Platz zu machen, ja, hat das noch lange nichts damit zu tun, dass er dich auch draußen beschützen würde. Ich habe das schon so oft gesehen. Ja, also viele gute Schutzhunde bei uns am Platz hätten draußen im Ernstfall versagt. Also die Schutzarbeit am Platz selbst hat nichts mit einer ernsthaften, eventuell sogar tödlichen Konfrontation mit einem Aggressor draußen im Privatleben zu tun. Überhaupt nichts. Das sind zwei völlig verschiedene Paar Schuhe. Ja, also unzählige Male habe ich direkt, nachdem der Hund mich am Schutzarm gepackt hat, den Schutzarm nach der Schutzarbeit neben dem Hund fallen gelassen und begann mit dem Hund zu spielen und zu schmusen. Das war für den Hund dann vorbei. Ja. Das war keiner Sport. Es heißt auch nicht umsonst Sportschutz. Darum gleich Gruß an die Menschen, die das Ganze hier verteufeln. Kümmern Sie sich um Sachen, wovon Sie Ahnung haben, würde ich sagen. Ja, aber verteufeln Sie nicht die Schutzarbeit am Abrichterplatz und betiteln Sie das Ganze nicht als Hund zur Beißmaschine ausbilden und lauter so Schwachsinn. Ja. Also suchen Sie sich einen anderen Kanal und lassen Sie sich dort aus. Aber ja, wie gesagt. Oder tauchen Sie etwas mehr in die Materie ein und dann sind Sie weiterhin herzlichst hier eingeladen. Ja, ja, ich weiß, dass dieser Herr mit diesem Amstaff dann, weil er unzufrieden war, weil ich ihm gesagt habe, lassen wir das, ging er von uns weg. Ich weiß aber, dass er dann privat mit seinem Amstaff arbeitete, an der Thematik Schutztrieb. Und ich weiß auch, dass dieser Hund 2 Jahre später für recht heftige Schwierigkeiten in der Umgebung sorgte, wo dieser Mann zu Hause war und er diesen Hund hergegeben hat. Er hat mir gesagt, er liebt diesen Hund unsterblich, aber er hat ihn hergegeben. Ich weiß nicht, ob der Hund ins Tierheim gekommen ist oder zu einer anderen Person, aber er hat ihn hergegeben. Er wurde diesem Hund nicht mehr her. Dieser Amstaff wurde mannscharf gemacht. Der hatte keinen natürlichen Schutztrieb vorzuweisen, also wurde ihm eine Art Schutztrieb antrainiert. Die Arten, die Methoden, mit denen das getan wurde, kann ich Ihnen nicht sagen. Ich hatte mit diesen Leuten nichts zu tun. Ich weiß aber, dass er privat an dieser Thematik gearbeitet hat. Dann hatte er einen Beißer. Einen Beißer, der mit keinen Fremden mehr in egal welchen Situationen zurechtkam. Und das ist das Problem, liebe Zuseher. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn Hunde, denen ein natürlicher Schutztrieb fehlt, ein Schutztrieb antrainiert wird, und ja, man kann jeden Hund einen Schutztrieb antrainieren. Und ich sage absichtlich, jeden Hund. Es kommt immer auf die Methode an. Ja. Doch im Unterschied zu Hunden, die einen natürlichen Schutztrieb vorweisen, ist dieser Schutztrieb nicht natürlich und geht nicht in den natürlichen Alltag, wenn ich so erklären kann, über. Das ist meine Erfahrung. Dieser Hund sieht dann in jedem und allem einen Feind, egal in welcher Situation. Der natürliche Schutzhund, der Hund mit natürlich ausgeprägtem Schutztrieb, tut das nicht. Der kann Situationen sehr gut abwägen. Der weiß ganz genau, wann eine Bedrohung vorherrscht und wann nicht.
Und oftmals sind diese Hunde mit sehr stark ausgeprägten Schutztrieb, also sehr gute Schutzhunde, die freundlichsten Hunde zu fremden Menschen, wenn sich diese Menschen im normalen Bereich, sage ich mal, verhalten, also normal verhalten ihnen gegenüber. Und dennoch würden diese Hunde jederzeit mit Einsatz ihres Lebens sie verteidigen, wenn es zum Fall der Fälle kommt. Bei Hunden mit antrainiertem Schutztrieb, bei Hunden, wo der Schutztrieb von Natur aus fehlt, denen man diesen Schutztrieb schenkt, antrainiert, ist es oftmals so, oder zumeist in 9 von 10 Fällen so, dass die dann unführbar wären, die dann in allen und jeden eine Gefahr sehen. Das ist kein natürlicher Schutztrieb, das ist ein antrainierter Schutztrieb, der sich in völlig anderer Art und Weise zeigt, als der Schutztrieb der Hunde, die ihn auf natürliche Art und Weise vererbt bekommen haben. Und deswegen meine Loblieder immer über Hunderassen, die natürlichen Schutztrieb vorweisen. So wie ich es zuletzt gebracht habe bei diesem Video über mittelgroße Hunde mit wahren Schutztrieb. Das ist für mich ein sehr, sehr großer Vorteil, denn, ich sage Ihnen was, würde ich Besitzer eines American Staffordshire Terriers sein und auch Vorliebe für Schutztrieb entwickeln oder immer schon gehabt haben, mein Amstaff aber keinen Schutztrieb haben, weil es oft bei diesen Rassen so ist, ich persönlich würde mich davor hüten, diesen Hund Schutztrieb anzutrainieren, da diese Hunde dann sehr oft abrutschen, völlig abrutschen und nicht mehr leicht zu führen sind im Alltag, durch Gruppen von Menschen etc. Sie wissen da schon, was ich meine. Während zum Vergleich der deutsche Schäferhund, den Sie erworben haben, der mit natürlichem Schutztrieb geboren wurde und Sie jederzeit in gewissen Situationen beschützen würde, problemlos durch Menschengruppen zu führen ist und so weiter. Dem wurde der Schutztrieb nicht antrainiert, der hat ihn natürlich vererbt bekommen. Ich kann Ihnen nur was sagen. Wenn Sie mich fragen, ob ich Ihnen empfehlen würde, Ihren Hund Schutztrieb anzutrainieren, wenn er ihm fehlt, dann sage ich Ihnen ganz klar, nein, tun Sie das nicht. Diese Maßnahme könnte Ihr Zusammenleben mit dem Hund extrem erschweren, den Alltag zum Albtraum werden lassen. Ich erzählte Ihnen mal von einer Preso Canario Hündin, mit der es ein Albtraum war, die Wohnung zu verlassen. Das war so ein Hund, den ein Schutztrieb antrainiert wurde, auf verschiedenste Arten, mit verschiedensten Methoden. Mit diesem Hund die Wohnung zu verlassen, war ein Albtraum. Und das sage ich nicht nur so. Das waren außer Rand und Band geratene 40 Kilo Muskelmasse, die alles angreifen wollten, was sich mehr als 10 Meter nähert. Also es ist ein Albtraum. Ist sowas schön? Nein. Also meine Empfehlung wäre, hat Ihr Hund keinen Schutztrieb, versuchen Sie nicht, diesen anzutrainieren. Finden Sie sich damit ab. Sind Sie kein Hundebesitzer, haben Sie vor, sich in Zukunft einen Hund zu besorgen und spekulieren aber mit einem Schutzhund, mit einem Hund, der Sie im Fall der Fälle beschützen würde, dann schlage ich Ihnen vor, sehen Sie sich um Hunderassen um, denen man nachsagt, sie hätten natürlichen Schutztrieb. Schäferhunde, Gebrauchshunde, Molosserrassen, viele Terrier. Halten Sie dann Abstand von Hunden, denen man nachsagt oder wo der Rassestandard sagt, es sind schlechte Schutzhunde. Bullterrier, Laufhunde, Vorstehhunde, Schlittenhunde, Windhunde und so weiter. Trainieren Sie Ihrem Hund diese Eigenschaft nicht an. Das ist nur ein Tipp von mir. Dieser Schuss kann schnell scharf nach hinten losgehen. Also schärfen Sie die Klinge nicht, wenn sie nicht schon scharf ist. Es mag den einen oder anderen Superprofi da draußen geben, der es zusammenbringt, der es kann, jeden Hund einen gewissen Schutztrieb anzutrainieren und ihn dennoch zu einem Hund zu formen, der völlig normal funktioniert. Ich könnte das nicht und ich habe auch noch nie jemanden kennengelernt, der das konnte. Und ich lernte, heute verspreche ich mich sehr oft, es ist noch sehr früh, ich hatte noch keinen Kaffee. Und ich kannte einige Leute, die ihren Hunden Schutztrieb antrainiert haben. Also das ging in diesen Fällen nie gut. Ja. Das ist nur ein Tipp von mir, liebe Zuseher. Vielleicht war das Thema ja interessant für Sie. Wie gesagt, ich weiß, dass viele meiner Zuseher in diese Richtung Hundetyp hinein tendieren. Ja, finde ich auch toll. Hund mit ausgeprägtem Schutztrieb, warum ist das? Das ist niemals ein Fehler. Jeder, der hier aufschreit, oh, was macht man einen Schutztrieb? Ja,
Wenn Ihnen so etwas nicht gefällt, dann sehen Sie sich meinen Kanal nicht an und kümmern Sie sich um andere Sachen. Hier sind hauptsächlich Menschen, denen Hunde dieses Typs gefallen und die das so sehen wie ich, denn ein Hund, der seinen Herrn oder sein Herrchen, sein Frauchen beschützen möchte, im Fall der Fälle, wenn es wirklich zu solchen Situationen kommt, warum sollte das ein Nachteil sein? Ja? Sie werden sich ja selbst auch beschützen wollen, wenn sie attackiert werden. Ja? Also absolut natürliche Sache, also da überhaupt nichts Schlimmes dran. Ja, wie gesagt, demnächst ein Video über den American Staffordshire Terrier. Liebe Zuseher, ich würde mich freuen, wenn Sie sich das ansehen. Glauben Sie mir, das ist ein fantastischer Hund. Und gäbe es diese Liste nicht, diese Rassehundeliste nicht, dann garantiere ich Ihnen, wäre das nicht nur einer der beliebtesten, sondern vielleicht sogar der beliebteste Mittelgroße auf der ganzen Welt, weil er garantiert einer der besten, wenn nicht der beste ist aller Hunderassen. Ja, Geschmackssache, aber sehen Sie sich das Video an, ich werde da näher dann auf diese Sache, auf diesen tollen Hund eingehen. Hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Verzeihen Sie mir meine Stolperer, meine Verbalen in diesem Video, aber es ist noch sehr früh, ich habe noch keinen Kaffee getrunken. Das werde ich jetzt gleich nachholen, wenn ich nach Hause komme. Ja, soll nichts Schlimmeres passieren. Ich würde mich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Das war's schon wieder.